Neuer Tag, neue Serie. Jetzt habe ich gelogen. Nein, wir machen ein direktes Folgevideo mit dem Thema Koordinationstraining. Koordinationstraining, Timo, im Tennis besonders wichtig. Jeder gute Tennisspieler ist auch koordinativ eigentlich sehr, sehr fit. Und deswegen ist es wichtig, das zu üben, richtig? Genau, nicht nur im Tennis, auch in anderen Sportarten ist die Basis für alles, was mit Bewegung zu tun hat. Und wir zeigen euch hoffentlich ein paar Sachen, die euch Spaß machen und die ihr vielleicht noch nicht kennt. Unsere Top 3, los geht's, direkt nach dem Intro. Ich möchte euch meine erste Koordinationsübung zeigen. Ich habe es immer gehasst, was ohne Ball zu machen. Deswegen habe ich mir Sachen mit Ball überlegt. Und ich kann euch sagen, es funktioniert. Vorhin live in der Schul-AG. Es macht riesig Spaß. Wir fangen an, kommt aus dem Basketball. Wir prellen von links nach rechts. Sieht jetzt einfach aus. Aber vorhin habe ich Variationen gesehen, dass man alles macht. Aber für mich ist wichtig, links nach rechts und das Ganze natürlich auch rückwärts. Weil im Tennis und in allen anderen Sportarten ist Rückwärtslaufen auch wichtig. Ja? So, dann können wir 2 Bälle nehmen. Wir können mit 2 Bällen prellen. Ihr seht schon. Ja? Mal gucken, dass man das hinkriegt, gleichzeitig zu prellen. Und jetzt kommt der Part rückwärts mit 2 Bällen. Ja, wenn das mal in die Hose geht, ist nicht schlimm. Bei der Koordination darf auch mal ein Ball nicht gefangen werden. Jetzt kann ich einen Ball nach unten, einen nach oben. Ja? Muss mich konzentrieren, dass es klappt oder auch nicht. Aber jede Überforderung ist auch bei der Koordination gut und gewollt. Meine zweite Koordinationsübung ist wieder mit Ball und einem Schläger. Ich habe mir ein Dreieck aufgebaut und versuche den Ball zu prellen in einem Dreieckslauf bis zu dem Grünen. Und dann mache ich das Ganze wieder zurück, möglichst schnell, da bin ich drüber gelaufen. Dann wechsle ich die Hand und auch hier werde ich sehen, die Hand wechseln ist immer sehr wichtig für die Koordination. Klar, einfach ist leicht, aber wir wollen auch mal überfordert sein, so dass es auch mal nicht klappt. Kommen wir zum Einspielen mit 2 Bällen. Das erklärt sich von selbst eigentlich. Wir spielen einen Ball hin und her und nehmen den zweiten mit dazu und versuchen damit einen Rhythmus zu finden, dass wir gleichmäßiges Tempo spielen und wir beide Bälle im Spiel halten. Manchmal muss man einen Ball etwas beschleunigen und den anderen etwas stoppen, wenn wir rauskommen. Aber auch da möglichst oft hin und her. Jetzt Variation 2, wir spielen mit einem Ball weiter. Und wenn wir den Ball gut kontrollieren, dann werfe ich Martin den zweiten Ball aus der Luft zu, er muss ihn fangen. Der andere Ball bleibt im Spiel und er wirft ihn mir zurück, wenn er sagt, es passt. Kann ich erst mal einfach machen, dass ich ihn tippen lasse. Und beim zweiten Mal sage ich aus der Luft. Genau, haben wir schon die dritte Variation. Super. Und mal gucken, ob wir es als Volley hinkriegen, Martin. Spielen Volley. Ja, weiß. Da habe ich schon Kühe kotzen sehen. Ach, guck mal da. Er kann nicht fangen. Er kann nicht fangen. Aber auch da wieder gut, wenn mal was nicht klappt. Üben, überfordern gibt es nicht. Trainieren, es darf auch mal schief gehen. Viel Spaß. Eine meiner Top 3 Übungen ist relativ, einfach würde ich jetzt nicht sagen. Ball fangen. Es geht wieder um Ball fangen. Augen-Hand-Koordination. Und jetzt, Timo, sollst du bitte den Ball, wir fangen ganz langsam an. In Stufe 1, ich nenne es immer Level, ja, wie Super Mario, Level 1, Level 2 und es wird immer schwerer. Ja? Also Level 1, du fängst bitte den Ball mit der rechten Hand und der offenen Stellung. Ja? Also fangen, so. Und das Ganze soll jetzt ihn auch dann etwas überfordern. Das heißt, wir sind jetzt in Level 1 und machen das Ganze jetzt etwas schneller. Jetzt haben wir schon in Level 2. Ja? Genau. Und Level 3. Ja, genau. So, okay, erste Übung. Dann können wir das Ganze natürlich nicht nur links-rechts machen, sondern auch mit gleichen Positionen, die wir anwerfen. Also jetzt genauso wieder offene Stellung. Und jetzt haben wir hier den und jetzt haben wir hier den. Jetzt werfe ich mal einen zu dir zurück. Aha, warum fängst du den denn? Aus der Luft? Habe ich gesagt, du sollst ihn aus der Luft nehmen? Habe ich gehört. Hast du gehört? Also, nur auftippen lassen. Hepp. Ja, und deswegen werfe ich ihm halt ein bisschen weiter. Er soll nicht aus der Luft nehmen. Ja? So, Achtung. Ja, immer noch offen. Und hier und hier. Ja? Genau. Na, da haben wir auch natürlich den Schnelligkeitsfaktor drin, also die Schnelligkeitskomponente. Aber super Augen-Hand-Koordination und immer versuchen, sicher zu fangen.
Timo, jetzt kommt, Achtung, ein neuer Punkt dabei. Eben hat er ihn einfach so aus der Luft genommen. Wenn ich jetzt rufe Luft, sollst du den Ball aus der Luft fangen. Aber auch nur dann. Okay? Also, fangen, Luft. Ja. Tschö. Ich hab's gemerkt. Es klappt bei 9 von 10. Ganz ehrlich, probiert's aus. Es klappt von 9 von 10. Ja? Also, ich glaube, brauchen wir nicht weiterzumachen. Das kann man wunderbar adaptieren. Ich habe das mit einem kleinen Jungen gemacht. Wenn ihr euch das angucken wollt, hier auf YouTube, ich verlinke es euch oben in der Videocard. Kommen wir zu meiner zweiten Top-Übung, die ich unheimlich gerne mache. Sieht man auch häufig bei den Profis, dass sie das auch nach jahrelangem Tennisspielen noch machen. Ist auch super zum Aufwärmen, aber auch hier wieder fangen, Auge-Hand-Koordination. Timo, wir machen Sidesteps von der einen Linie zur anderen. Wir machen das jetzt ein bisschen verkürzt, wir machen das nur bis hierhin. Und während wir das machen, werfen wir uns den Ball immer mit der rechten Hand. Okay, zu. Also links nach rechts, links. Oh, ist unter ganz schneller heute hier. So, jetzt mal die linke Hand. Hepp. Linke Hand. Genau. Und dann wechseln wir. Also du fängst mit rechts, übergibst auf deine linke und wächst. Genau. Genau. Ja? So, einer prellt, einer wirft. Kleine Variation. Ich werfe, du tippst, okay? Hopsa, hopsa, hopsa. Ja? So, die Übung schreit förmlich nach Variation und alle Varianten findet ihr auf tennistraining-online.com, nämlich ganze 14 Stück. Ich verlinke euch hier oben. Was ich unheimlich gerne zum Koordinationstraining mache, ist das Einspielen mit 2 Schlägern. Auch hier eine Bandbreite, Vorhand, Rückhand, egal. Wir fangen erstmal an, egal wie der Ball kommt. Und dann spielen wir rechts und links. So, ja, wunderbar koordinativ zu arbeiten, auch mal mit der falschen Seite zu spielen. Das ist auch nicht zu unterschätzen, sollte man machen. So, und jetzt spielen wir einen schönen Hosenträger. Das heißt, ich spiele mit der einen Seite Cross. Du spielst Longline, ich spiele Cross, er spielt Longline. So, bei etwas, sehr gut, Karis kann es auf jeden Fall nicht mit der linken Hand. Bei kleineren Kindern werdet ihr natürlich das so nicht hinbekommen. Hier könnte man zum Beispiel mit dem Einklemmen des Schlägers, des Balles arbeiten. Das heißt, wir spielen schön in der Vorhandbewegung, klemmen den Ball ein, genau, und imitieren jetzt auch eine Rückhandbewegung. Ja, wunderbar zum Üben. Na, das könnt ihr mit kleineren Kindern machen. Na, also da könnt ihr wunderbar arbeiten. Eine weitere schöne Möglichkeit ist es, sich mit der einen Seite zu stoppen und mit der anderen Seite weiter zu spielen. Das heißt, ich spiele dem Timo den Ball hin, er stoppt mit der rechten Hand und spielt mit der linken Hand weiter. Einmal mit der linken Hand gestoppt, einmal mit der rechten Hand. Linke Hand, rechte Hand, rechte Hand, linke Hand. So, dann gibt es noch Varianten, genau, dass man das Ganze auch aus der Luft spielen kann. Timo hat es schon gezeigt. Na? So, und für die absoluten Pro-Gamer unter euch versuchen wir mal mit dem Rahmen zu stoppen und weiter zu spielen. Mal gucken, ob es Timo schafft im ersten Versuch. Rahmenstopper. Oh ja, Rahmenstopper und mit links weiter. So, also ihr seht, unendlich viele Varianten und auch hierzu habe ich was gemacht. Ich blende es euch ein, oben in der Videocard. Ja, ihr habt es gesehen, Koordination eine wichtige Sache im Tennistraining. Und wenn ihr weitere Übungen sucht, dann empfehle ich euch meine neue Plattform tennistraining-online.com. Über 2000 Tennisübungen findet ihr da, unter anderem auch mit dem Timo. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt ihr einfach dahin, wo ich euch jetzt hier verlinke. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Martin und Timo.